Grüezi miteinander. Hochvertraute, liebe Mitlandleute, sagt der Landamt zu Glarus, wenn er die Landsgemeinde eröffnet. Und das sieht jetzt aus wie eine Landsgemeinde. Schön sind Sie gekommen. Zukunft, meine Damen und Herren, Zukunft braucht Herkunft. Und darum ist es wichtig zu wissen, was neutral überhaupt heisst, was es überhaupt bedeutet und warum das die Schweiz neutral ist und warum das es für uns so wichtig ist. Neutral stammt aus dem Latinischen und heisst ne uter, keiner von beiden. Und eine Macht oder ein Staat ist dann neutral, wenn er im Krieg nicht Partei ergreift. Nach den grauenhaften Erfahrungen, die die Schweiz gemacht hat in der Schlacht von Marignano im September 1515, hat die Schweiz gesagt, jetzt hören wir auf, unsere fremde Hände einmischen und wir dürfen keinem fremden Staat mehr helfen, Krieg führen. Und die Eidgenossen hätten damals schon besser auf den Niklaus von Fürth gehört, unser Bruder Klaus, der ihnen gesagt hat, mischt euch doch nicht in fremde Hände ein und macht euch einen Zaun nicht zu weit. Aber man hat nicht hören. Die Ermahnungen, die gelten auch heute noch. Und nicht zuletzt darum, meine Damen und Herren, hat es in diesem Haus hier, in unserem Bundeshaus, eine Statue vom Bruder Klaus, die uns immer daran erinnern sollte, eben nicht in fremde Hände einzumischen. Und wo die Schweiz sich entschieden hat, eben künftig neutral zu sein, dann hat das die Staatengemeinschaft akzeptiert. Sie hat es sogar gefördert. Die Signatarstaaten vom Vertrag mit der Schweiz im Zweiten Pariser Frieden vom 20. November 1815 haben der Schweiz Garantie abgegeben, dass wir unverletzlich und Unabhängigkeit haben in der 1815 respektierten und festgelegten Grenze. Und wir haben uns im Gegenzug verpflichtet, eben in künftigen Konflikten neutral zu bleiben. Also Sie sehen, wir haben eine Garantie bekommen für unsere Grenzen, aber auch eine Verpflichtung, neutral zu bleiben. Die Neutralität der Schweiz ist also selbst gewählt, sie ist dauernd und sie ist bewaffnet. Aber sie ist nicht gratis. Die Rechte und Pflichten von so einem Staat, der neutral sein will, hat man dann nochmal festgelegt, 1907 im Haager Abkommen. Und da hat man gesagt, ihr dürft nicht an Krieg teilnehmen, ihr müsst euch selber verteidigen. Und da kommt ein wichtiger Punkt, Gleichbehandlung von allen Kriegsführenden. Das heisst, man darf kein Kriegsmaterial exportieren. Man darf auch keine Söldner für Kriegsparteien schicken. Das passiert uns heute weniger. Und wir dürfen auch kein Territorium zur Verfügung stellen für Kriegsparteien. Das sind Pflichten, die wir eingegangen sind. Und dafür haben wir das Recht bekommen auf die Unverletzlichkeit von unserem eigenen Territorium. Und wenn es gewisse Damen und Herren, vor allem in dem Haus da hinten, vergessen haben sollten, auch die Verfassung gibt uns am Parlament den Auftrag, im Artikel 173, die Bundesversammlung trifft Maßnahmen zur Wahrung der äußeren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität. Und im Artikel 185 hat man auch den Bundesrat nicht vergessen, dort steht genau der gleiche Satz für den Bundesrat. Das Instrument, das sich über Jahrhunderte bewährt hat, am meisten bewährt hat, eigentlich unsere Sicherheitsmaxime, ist doch etwas, wo wir weltweit darum bewundert werden. Die dauernde, bewaffnete, umfassende Neutralität. Viele Staaten, glauben Sie mir, wünschten sich, sie hätten die Anerkennung als neutraler Staat. Und beim Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg hat der Bundesrat sich explizit wieder auf die Neutralität berufen und hat den anderen Staaten zur Kenntnis gebracht, dass wir alles werden machen, wenn wir uns angreifen. Die bewaffnete Neutralität gibt eben uns auch das Recht, unser Territorium zu verteidigen. Und das ist in 2 Weltkriegen auch respektiert worden. Natürlich sind wir ein bisschen flexibel gewesen, aber das hat uns auch aus 2 Weltkriegen rausgehoben.
Und wenn es auch noch so schön wäre, wir können nicht alles haben, den Fünfers Weckli und den Kuss vom Weckers Mädchen. Wir können nicht neutral sein, Waffen exportieren und Kontrolle über sie behalten und gleichzeitig noch allen ihres Liebkind sein. Das geht einfach nicht. Und in diesem Sinn sind eben die Sanktionen von den USA, von der NATO und von der EU, wo die Schweiz plötzlich mitmacht, sich beteiligt, mit dem Völkerrecht auf keinen Fall vereinbar, geschweige mit der Neutralität. Jetzt kann man sich fragen, wie kommen denn gewisse Leute dazu in unserem Land, die immer so bewährte Neutralität einfach aufzugeben? Wie kommt man dazu? Bewundert hat uns nämlich niemand aus den Kriegstreiben, wo wir das gesagt haben. Aber ein ungläubiges Staunen haben wir schon hervorgerufen. Was? Die Schweiz gibt ihre Neutralität auf? Dann hat die ganze Welt wirklich gestaunt. Ein paar Durchgeknallte, ein paar Heimatmüde und ein paar Schweiz-Zerstörer wollen unsere Neutralität einfach so aufgeben. Aber schauen Sie, eine Neutralität ist wie eine Schwangerschaft. Sie können nicht ein bisschen schwanger sein. Das geht einfach nicht. Und ich frage mich halt dann schon, ob die letztjährige Ratspräsidentin Irene Kählin, die ja nur aus Publizitätsgründen im Schlepptau von möglichst vielen Ringier-Journalisten in die Ukraine gereist ist, ob der zuständige Bundesrat Gassis, ja es gibt ihn noch, man hört nicht mehr viel, der am Präsidenten der Ukraine hofiert hat, oder ob der FDP-Präsident Thierry Burkhardt, der Waffen liefern will. Ich frage mich auch schon, sind denn die komplett übergeschnappt? Was für Interessen sind im Spiel, wenn jemand etwas so Bewährtes aufgeben will? Und bei diesen Bundesräten, bei diesen Parlamentariern frage ich mich jeweils unwillkürlich, wissen sie es nicht besser oder machen sie es wieder besseren Wissens? Beides muss uns Sorgen machen. Meine Damen und Herren, Neutralität heisst eben auch dann neutral zu bleiben, wenn alle um einen die Nerven verlieren. Aus was für Motiv auch immer sich auf eine Seite schlönt. In der Regel auf die Seite vom vermeintlich Schwächeren. Und unser Bundesrat war ja zuerst standhaft gewesen. Er hat ja gesagt, er macht nicht mit bei diesen Sanktionen. Und dann ist eine Welle von der Entrüstung losgegangen, geschürt von der Vereinigten Medienmeute. Und nur wenige Tage später ist der Bundesrat eingeknickt. Ich frage Sie, was sind denn das für Hösele? Aber natürlich ist Nachgeben einfacher. Weil die Neutralität müssen Sie aushalten, Sie müssen sie durchstehen und Sie machen sich in der Regel bei beiden Kontrahenten nicht beliebt. Dafür werden sie respektiert. Und schauen Sie, wer die Hitze nicht vertreibt, sollte nicht in die Küche. Wie kannst du der Bundesrat werden, wenn du nicht einmal gerade herstehen kannst? Es braucht doch Führungspersönlichkeiten, die den Grind nicht einziehen, wenn es ein bisschen luftet. Es braucht Personen mit Rückgrat. Und stellen Sie sich mal vor, wir hätten wirklich eine ernsthafte Gefahr zu bestehen. Wie soll denn der Bundesrat führen, wenn er jetzt schon wegen ein paar Journalisten, ein paar Sozialisten, ein paar Neutralitätsverdrossenen und Heimatmüden einknickt? Unsere Welt, meine Damen und Herren, die steht Kopf. Nichts ist wie vorher. Personen, die unsere Armee über Jahrzehnte als Trachtenverein ins Lächerliche gezogen haben, sie als unnütz bezeichnet haben, die wollen plötzlich eine Armee, wollen plötzlich Waffen liefern. Kriegsgurgeln, die unlängst noch Pazifisten gespielt haben, wollen plötzlich Waffen liefern. Natürlich, an die Front wollen sie nicht, für das sind sie dann zu feig. Und schauen Sie, wenn die den Krieg beschliessen, die über Krieg und Frieden entscheiden, an die Front müssten, dann gäbe es, weiss Gott, keinen Krieg. Und nur wer Krieg will, liefert Waffen.
Wer nämlich Frieden will, wie wir alle hier heute, wo wir beieinander sind, der würde Diplomaten schicken. Also lassen wir uns nicht von diesen Heimatmüden, von diesen Fehlgeleiteten, von diesen Kriegstreibern in die Irre führen, meine Damen und Herren. Mir kommt da Lukas 23, 34 im Sinn. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben jetzt die letzte Chance, meine Damen und Herren, die letzte Chance, den Rest von unserer Glaubwürdigkeit und Neutralität nicht auch noch zu verspielen. Sagen wir Nein zu Waffenexport, Nein zu Sanktionen, Nein zu einseitigen Psychli und Parteinamen und somit Ja zu selbstgewählten, immerwährenden bewaffneten Neutralität, so wahr uns Gott helfe. Danke.